Hallo, das hier ist mein zweiter Versuch, dieses Video zu drehen. Beim ersten Mal ist mir leider ein ziemliches Missgeschick passiert. Ich habe von 6 Filmchen, die ich dafür aufgenommen habe, im Endeffekt nur 2 behalten, weil die anderen 4 keine Filme waren, sondern schöne Erinnerungsfotos. Aus irgendeinem Grund ist meine Kamera nämlich von Filmen auf Fotografieren umgesprungen, ohne dass ich es bemerkt hatte. Und ja, deswegen habe ich hier einfach nur sinnlos rumgesessen und alles Mögliche erzählt, ohne es aufzunehmen. Deswegen wollte ich euch nur mal vorwarnen, wundert euch nicht mitten im Video über den Outfit Change, wie das so schön heißt, dass die letzten beiden Teile dieses Videos wurden an einem anderen Tag aufgenommen. Und heute mache ich den zweiten Versuch in der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Und es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Und zwar soll es heute darum gehen, warum man, wenn man sich durch die Kommentare von YouTube-Videos durchliest und durch Internetforen browst, in denen es um Guppyhaltung und Guppyzucht und so weiter geht, immer wieder über diese traurigen Erfahrungsberichte stolpert von Menschen, die sich Guppys kaufen und es dann eben nicht hinbekommen, diese armen Tiere länger als ein paar Wochen noch am Leben zu erhalten, bevor die also vermeintlich grundlos versterben. Im besten Falle klappt es dann noch mit ein paar Babys, bevor die Elterntiere zugrunde gehen und die nächste Generation sozusagen, die man dann zu Hause im Aquarium hat von diesen verstorbenen Tieren, die erweist sich dann als etwas besser angepasst und robuster im heimischen Aquarium. Aber für diese Entwicklung, die in den letzten, sage ich mal, Jahrzehnte möchte ich noch nicht sagen, aber vielen, vielen Jahren schon stattgefunden hat, gibt es natürlich sehr viele Gründe. Also seid gewarnt, das wird wahrscheinlich ein langes Video. Und ich finde, man sollte, wenn man schon Guppys hält oder vorhat, sich Guppys zuzulegen, auf jeden Fall über alle diese Themen Bescheid wissen, damit die Tiere ein möglichst langes und gesundes Guppy-Leben im heimischen Aquarium führen können und ihnen eben nicht dieses leider sehr üblich gewordene Schicksal blüht, also des zu frühen Versterbens, vermeintlich aus ungeklärten Ursachen im heimischen Aquarium. Ja, und die vielen Gründe, die es leider gibt für zu frühes Guppysterben, die möchte ich gleich mal beginnen mit Punkt 1, der also in meiner jahrelangen Erfahrung mit diesen Tieren und auch allem, was ich so durch meine Recherche im Internet und so weiter mitbekommen habe, einer der zentralsten Punkte überhaupt ist. Und darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das werde ich euch auch verlinken, weil da gerade in den Kommentaren und in der Videobeschreibung noch sehr viele wichtige und interessante Informationen zu dem Thema zusammengetragen worden sind von mir und der kleinen Community, die ich hier habe. Also Punkt Nummer 1, wieso Guppys zu früh sterben, sind innere Parasiten. Das hat leider sehr stark um sich gegriffen in den letzten Jahren. Also dass man fast schon sagen kann, obwohl ich das jetzt nicht pauschal jedem unterstellen möchte, aber wer Guppys im Zoohandel und in Aquaristikabteilungen von Gartenfachmärkten und so weiter käuflich erwirbt, die also den üblichen Herkunftsprozess, sage ich mal, durchlaufen haben, also große Zucht in einem der verschiedenen asiatischen Länder, die sich auf Guppyzucht spezialisiert haben, dann Transport zum Großhändler in Deutschland, vom Großhändler in den Laden und von da eben zum Käufer. Der hat mit größter Wahrscheinlichkeit auch innere Parasiten bei diesen Fischen im Gepäck. Und das sind eben keine, ich sag mal, harmlosen Parasiten, wo man sagen kann, naja gut, das hat ja jedes Aquarium und jeder Fisch in geringer Menge und das bricht ja nur aus, wenn das Immunsystem schwach ist und dann wird es erst zum Problem, sondern das sind also wirklich Würmer, die den Fischen innerhalb von wenigen Wochen bis zum Tod schaden können oder zumindest die Lebenserwartung der Fische auf drastische Art und Weise verkürzen. Also ein gut gepflegter Guppy, der kann über 2 Jahre alt werden, kann vielleicht sogar 3 Jahre erreichen. Und die Guppys, die
mit inneren Würmern befallen sind, also die packen wenige Wochen. Und dann ist das kurze Leben leider vorbei. Weil diese Würmer sich also einfach im Inneren der Tiere ganz großen Schaden anrichten, also sich im Darm festbeißen und sich dann da auch teilweise durchfressen und eben auch den Tieren sozusagen das Blut, das Futter, die Lebensenergie aussaugen. Das hält also kaum ein Fisch lange durch. Dabei handelt es sich bei Guppies vor allem um Fräskopfwürmer oder lateinischer Name Camalanus und um Haarwürmer. Die sind beide gefährlich und vor allem, und das ist das Grundproblem, ganz schwer zu bekämpfen. Wie ich schon in meinem Video über Fräskopfwürmer erzählt habe, sind diese inneren Parasiten bei Guppies theoretisch total leicht zu bekämpfen mit Fischarzneien, die eben ganz speziell gegen diese lebensgefährlichen inneren Parasiten wirken. Das Problem ist allerdings, dass diese Arzneimittel in Deutschland und sogar in der ganzen EU frei verkäuflich auf dem Markt nicht mehr erhältlich sind und mittlerweile anscheinend auch so weit verboten worden sind vom Wirkstoff her, dass Tierärzte die also auch nicht mehr verschreiben können und Apotheken die auch nicht mehr rausgeben können. Und das ist direkt auch der traurige Grund, wieso so viele Guppies und auch andere lebendgebärende Platis, Mollis und so weiter mit diesen Würmern regelrecht verseucht im Handel sind. Weil man da eben, wenn man seinen Tieren trotzdem helfen möchte, man diese, hör doch mal auf, dich da zu reiben. Pudding reibt sich an dem Tisch, auf dem meine Kamera steht. Es tut mir leid, das wackelt wahrscheinlich ein bisschen für euch. Pudding, lass das. Ja, weil das eben, wenn man seinen Fischen trotzdem mit diesen Arzneimitteln helfen möchte und sie von diesen Fräskopfwürmern oder Haarwürmern, Nematoden und so weiter befreien möchte, ein umständlicher Prozess ist, diese Medikamente irgendwie aus dem Ausland zu besorgen. Also früher, da gab es Levamisolhaltige Präparate und Levamisol halte ich für die Bekämpfung von inneren Würmern bei Guppies für das erste Mittel der Wahl. Das hat mehrere Vorteile. Das muss nicht unbedingt übers Futter verabreicht werden, sondern wirkt also direkt über die Wassersäule dosiert. Das schont Schnecken und Garnelen, weil fast jeder Guppy-Besitzer hat auch Schnecken und Garnelen im Aquarium, die er jetzt nicht unbedingt schädigen möchte. Und es wirkt also sehr gut gegen diese Würmer. Die Fische scheiden die Würmer dann quasi, die betäubten Würmer dann aus. Und also dann kann man die vom Aquariumboden absaugen und kann dann 14 Tage, 3 Wochen später nochmal eine zweite Behandlung einlegen, um ganz sicher zu gehen. Und dann wird man normalerweise so einen Befall auch los. Früher gab es Präparate wie zum Beispiel Isha NDX oder Cloverleaf Absolute Wormer, Invert Friendly, also wirbellosenfreundlich. Es gab Konkurat beim Tierarzt. Das waren alles Levamisol-Präparate und die haben, wie gesagt, sehr gut gegen diese Parasiten geholfen. Aber leider haben wir eben nun mal jetzt EU-weit dieses Arzneimittelgesetz, das dieses Präparat verbietet. Und das macht es natürlich unheimlich schwierig sowohl für den Fachhandel als auch für Aquarienbesitzer zu Hause, die Tiere davon noch zu befreien. Ja, so gesehen also ein Riesenproblem. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass das zweite Mittel der Wahl sozusagen Fenbendazol, das ist der Wirkstoff in dem bekannten Hunde- und Katzenentwurmungsmittel Panacur, ebenfalls jetzt unter strengere Arzneimittelregulierungen fallen soll, was auch nicht erfreulich ist, weil man ja irgendwie seinen Fischen helfen möchte. Und der größte Knackpunkt bei eben dieser Durchseuchung mit inneren Parasiten bei Guppies ist, dass das einzige Mittel, von dem ich zumindest weiß, in Deutschland aktuell, das eben gegen diese Würmer helfen soll und noch frei verkäuflich erhältlich ist, dass man also im Zoohandel oder in Online-Shops kaufen kann,
Nematol für Guppies, Platis, Mollies und noch eine ganze Reihe weiterer Fische, die in der Packungsbeilage erwähnt werden, aber leider nicht auf der Verpackung aufgedruckt sind, tödliche Nebenwirkungen haben kann. Das heißt, im schlimmsten Fall versucht man, seine Tiere mit Nematol zu retten und bringt sie damit erfolgreich um. Gut, dann haben sie auch keine Würmer mehr, aber das ist ja nun nicht der Sinn einer, einer Heilung. Ja, von daher ist das also keine sichere und empfehlenswerte Methode. Und vor eben demselben Dilemma stehen auch die Großhändler, steht auch der Fachhandel. Das Problem ist bekannt. Ich habe da sogar eine E-Mail vorliegen von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter eines großen Gartenfachmarkts mit Aquaristikabteilung, in dem er mir das bestätigt hat. Nur eben, man hält die Tiere im Handel irgendwie mit Tricks und Kniffen so weit, dass die fit und gesund aussehen, bis die verkauft sind, und dann kommt es eben durch diverse Gründe zu massiven Ausbruch dieser inneren Parasiten, und ja, das bedeutet letztendlich das Ende für die Guppies. Ja, ganz traurige Angelegenheit das, und ich finde, es wird in der Community immer noch viel zu wenig diskutiert und auch viel zu wenig von der praktischen Seite her diskutiert, was man da jetzt im konkreten Fall tun kann. Ja, das ist also schon mal ein großer und, wie ich finde, unterschätzter Punkt, weshalb es zu massenhaftem Guppisterben kommen kann im heimischen Aquarium. Bleiben wir beim Thema Krankheiten und Parasiten. Da gibt es natürlich noch weitere Dinge, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so ganz klar sind, wenn er Guppies erwirbt. Da würde ich an zweiter Stelle, weil es also auch eine sehr wichtige Sache ist beim Guppi-Kauf, die bakterielle Unverträglichkeit erwähnen wollen. Und zwar ist es so, dass Guppies ja aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern kommen. Also die kommen aus vielen verschiedenen asiatischen Ländern. Sri Lanka tut sich da besonders hervor, da werden sehr viele, sehr schöne Guppi-Arten gezüchtet. Und natürlich kommen sie in ganz geringen Mengen auch aus einheimischer deutscher oder europäischer Zucht oder von Privatleuten, die Guppies abzugeben haben. Und jedes einzelne dieser Herkunftsregionen hat in den Aquarien eine eigene Zusammensetzung an Keimen und eben auch Parasiten, gegen die Fische dann ein spezielles Immunsystem entwickelt haben, was eben diese Region und diese Herkunft angeht. Aber dieses spezielle Immunsystem deckt jetzt zum Beispiel nicht dieselben Parasiten und Keime und Bakterien ab, wenn jetzt ein Guppi aus Sri Lanka mit einem Guppi aus Kiel zusammengesetzt wird. Dann bekommen diese beiden Tiere direkt wechselseitig das Problem, dass sie eben auf die jeweils anderen Krankheitserreger und Parasiten des anderen Fisches noch kein Immunsystem aufgebaut haben. Und bei so kleinen Tieren, das kann man sich vorstellen, wenn da irgendwas, was zusätzlich noch mit dem Stress des Verkaufs, des Umsetzens und so weiter in ein neues Becken verbunden ist, das Immunsystem überfordert, dann können die ganz schnell zusammenklappen und versterben. Das geht also dann ruckzuck. Also wenn man seine Guppies, und nicht nur seine Guppies, sondern im Prinzip alle seine Fische erfolgreich möglichst schnell ins Jenseits befördern möchte, dann ist also die beste Maßnahme, aus 4 oder 5 verschiedenen Quellen sich unterschiedliche Fische zu besorgen, die alle zusammen in ein Aquarium zu setzen und die Daumen zu drücken. Das geht also in den meisten Fällen schief, wegen dieser bakteriellen Unverträglichkeit. Ja, was man tun kann, um das also zu vermeiden, das erfordert eben ein bisschen mehr Arbeit, das ist klar. Also der Idealfall ist immer, wenn man ein Gesellschaftsbecken, ein schönes großes Gesellschaftsbecken besitzt, ein weiteres Quarantänebecken zu besitzen, das man entweder bei Bedarf aufstellen kann oder permanent laufen lässt. Und jeden neu zugekaufte Fischart, aber besonders lebendgebärende, weil die da sehr empfindlich sind, erstmal ins Quarantänebecken setzt. Das sollte man sowieso tun, um die paar Wochen zu beobachten, um zu schauen, bringen die
irgendwas deutlich Sichtbares an Krankheiten oder Parasiten mit, was ich eben beim Erwerb nicht bemerkt habe, was sich dann aber nach ein paar Tagen oder Wochen eben zeigt, dass man die dagegen schon mal behandeln kann. Aber man kann eben auch in dieser Quarantänezeit gleichzeitig erstmal ein bisschen Wasser zwischen den beiden Becken hin und her schaffen, jeden Tag 1 Liter oder so, je nachdem wie groß die sind, um eben die Fische auf schonende und langsame Art und Weise an die neue Keimzusammensetzung, die vielleicht eventuell den neuen Parasitendruck im Aquarium zu gewöhnen, und kann dann eben auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen gemein klingt, 2 Testfische definieren und die jeweils in das andere Becken setzen, um eben zu schauen, ob die Keime und so weiter, die auf diesem Fisch sich befinden, die Neuzugänge oder auch die alten Fische nicht überfordern. Also letztendlich den Tieren die Möglichkeit geben, sich langsam anzupassen an die neuen Dinge, mit denen sie konfrontiert sind. So, wenn man jetzt kein Quarantäne-Aquarium hat, das ist ja leider bei vielen Leuten der Fall, obwohl ich da immer dazu raten würde, selbst wenn ihr euch kein kleineres Glasbecken holen wollt, holt euch ein Plastikbecken oder irgendwas, was es super günstig zu erwerben gibt, was einfach auch ausreicht, um ein paar Tage oder Wochen Fische darin zu halten. Aber wie auch immer, wenn es das nicht gibt, dann hat man eigentlich nur die Möglichkeit, bei neu erworbenen Fischen, die zu alteingesessenen Fischen oder auch einfach in ein eingefahrenes Becken mit der entsprechenden Mikrofauna gesetzt werden, in den ersten Tagen große Wasserwechsel zu machen, um eben möglichst sauberes, möglichst keimfreies Wasser zumindest den Tieren zur Verfügung zu stellen, wenn sie sich schon, ich sag mal, hoppla die hopp, auf die Schockmethode aneinander gewöhnen müssen. Und man kann das natürlich auch unterstützen, speziell bei Lebendgebärenden, indem man das Aquarium leicht aufsalzt. Also 1 Gramm pro Liter ist für Guppies, Platis und Mollis absolut in Ordnung und bringt auch noch keine Pflanzen um. Wobei man dazu sagen muss, bei Welsen und Weichwasserfischen ist das eigentlich schon ein bisschen zu viel. Also da muss man sich schon ein bisschen reinlesen in das Thema. Man kann natürlich auch Laub ins Aquarium geben, das gewisse antibakterielle, antiparasitäre, pilzhemmende Eigenschaften hat. Also das berühmte Seemandelblätterlaub, was es zu kaufen gibt, oder eben auch aus der einheimischen Natur. Was habe ich denn im Gesicht? Walnussblätter oder Eichenblätter, die enthalten auch Huminstoffe, die gut fürs Immunsystem sind. Aber das sind eben kleine vorbeugende Maßnahmen, die durchaus unterstützend wirken können. Nur, ich sag mal, wenn es massiv auftritt, dass diese bakterielle Unverträglichkeit eintritt, dann ist es damit meistens nicht getan. Deswegen sollte man das zumindest einmal wissen, weil das wird auch ganz oft fehlinterpretiert. Also wenn man jetzt neue Fische dazu kauft und die sterben nach ein paar Wochen entweder deswegen oder wegen den eingangs genannten Parasiten. Ja, dass man dann sagt, oh je, die haben mir wohl kranke Fische verkauft. Gut, im Falle der Parasiten stimmt das natürlich auch. Aber selbst also ganz gesunde Fische, die im Handel oder eben auch bei den Privatleuten, wo man sie geholt hat, keinerlei Erkrankungen hatten, keinerlei parasitären Befall, die können eben trotzdem wegen dieser bakteriellen Unverträglichkeit relativ schnell erkranken und sterben. Und dann ist das auch ein bisschen unfair, dem Handel oder den privaten Verkäufer vorzuwerfen, du hast mir aber einen kranken Fisch verkauft, weil es ja, sage ich mal, dann erst im heimischen Aquarium aus den genannten Gründen ausgebrochen ist. So, also, warum sterben Guppies zu jung und zu häufig? Also Punkt Nummer 1, parasitärer Befall. Das haben wir abgehakt. Punkt Nummer 2, bakterielle Unverträglichkeit beim Umsetzen, ebenfalls. Womit wir jetzt zu Punkt Nummer 3 kommen würden. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, in dem es unseren Haustieren, unseren Fischen eigentlich nicht anders ergeht als uns Menschen. Und zwar durch stressbedingte Erkrankungen. Also so kleine Fische, die können tatsächlich auch unter enormem Stress leiden und dieser Stress kann sie auch
krank machen, einfach indem er das Immunsystem schwächt und dann opportunistischen Erregern und Parasiten die Möglichkeit gibt, den Fisch also vermehrt zu befallen. Das, was man selber tun kann als zukünftiger Guppybesitzer von Anfang an, ist, sich sehr gut zu überlegen, ob man ein Tier erwerben möchte aus dem Zoofachhandel oder Aquaristikmärkten und so weiter, was durch seine Herkunft schon ein ganz hohes Stresslevel an sich mitbringt, nämlich so wie ich das vorhin schon beschrieben habe, einmal durch die halbe Welt gereist ist, in Asien unter komplett anderen Bedingungen, als sie in deutschen Aquarien herrschen, herangezüchtet worden ist, vielleicht auch noch extrem unterschiedliche Wasserwerte erfahren hat. In Asien wird gerne sehr stark aufgesalzen in den Zuchten, beim Großhändler denke ich mal auch. Dann eben beim einheimischen Zoohandel nochmal in anderes Wasser gesetzt wird und letztendlich dann zu uns kommt. Also das sind ja quasi schon mal mindestens 3 Beckenwechsel plus sehr, sehr lange Transportwege, die den Tieren also enorm zusetzen. Das kann man sich ja denken, so ein kleines, empfindliches Wesen, das möchte eben auch seine Ruhe haben, um gesund zu bleiben und nicht diesem Dauerstress ausgesetzt sein, den die Tiere eben dank Globalisierung bei uns im Handel leider durchmachen müssen. Also das sollte man sich bewusst machen. Wenn man auf einer Fischbörse oder bei einem privaten Züchter oder über die Kleinanzeigen einfach bei Privatmenschen, die also schöne, gesunde Guppies im Angebot haben, Guppies erwirbt, dann tut man schon mal enorm was für die Stressreduktion der Tiere und für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden und ihre Langlebigkeit. Dann gibt es natürlich noch weitere Faktoren, also dauerhaft ungeeignetes Wasser ist natürlich auch ein großer Stressfaktor. Da würde ich persönlich bei Guppies, auch wenn es gelegentlich mal die ein oder andere Ausnahme gibt von Menschen, die sagen, oh, meine Entler leben aber bei KH 0 und denen geht's gut. Also da würde ich jetzt bei Guppy-Hochzuchten und auch bei Entlern und Entlerhybriden dazu raten, dass man sich also im mittelharten Bereich mit etwas höheren pH-Werten befindet, wenn man Guppies lange erfolgreich gesund halten möchte. Weil diese Tiere genau wie Zwerggarnelen zum Beispiel einen gewissen Mineralstoffgehalt im Wasser einfach brauchen, um gesund zu bleiben. Also Zwerggarnelen hier, meine süßen Neocaridina-Garnelen, die brauchen Magnesium und Calcium für ihre Häutung. Wenn sie davon im Wasser nicht genug vorfinden oder in der Ernährung, dann können die also an Häutungsproblemen versterben. Und Guppies brauchen einen gewissen Gehalt an Mineralstoffen im Wasser, um bis ins hohe Alter gesund zu bleiben und vor allem keine Skoliosen zu bekommen. Das sind diese typischen Rückgratverkrümmungen, die man bei Guppies sehr oft leider beobachten kann. Also die Wasserwerte sollten schon stimmen. Und wer sehr weiches Wasser bei sich zu Hause hat, freut euch doch, ihr habt viel mehr Auswahl unter wunderschönen Zierfischen. Ihr könnt Salmler halten, ihr könnt Bärbling halten, also alles, was weiches Wasser lieber hat als mittelhartes oder hartes, da ist die Auswahl an wunderschönen, sehr interessanten Fischen, also riesengroß. Man muss ja nicht unbedingt nachgeben, wenn der kleine Sohn oder die kleine Tochter im Zooladen völlig begeistert vor den super bunten Guppies steht und sagt, den möchte ich aber haben. Ich weiß, wie verlockend das ist. Mir ging das mit meiner Tochter genauso, als sie klein war. Aber ich habe dann trotzdem immer widerstanden, habe gesagt, nein, mein Kind, das tut mir leid. Wir haben diese und diese Aquarien zu Hause mit den und den Bedingungen und da passen die und die Fische rein und die du da gerade besonders toll findest, die können wir uns leider nicht zulegen, weil damit würden wir den Tieren nichts Gutes tun. Ja, also die Wasserwerte sollten passen und dann sollte man natürlich auch dafür sorgen, dass die Tiere vergesellschaftet sind, sowohl untereinander als auch mit anderen Fischarten, die sie eben nicht übermäßig unter Stress setzen. Also es weiß man ja als Aquarianer, dass zum Beispiel viele Barbenarten einen ganz schlechten Ruf genießen, was das Flossen anknabbern und Jagen von anderen Fischen angeht. Also darauf sollte man dann
vielleicht verzichten. Absolutes No-Go bei Guppy-Hochzuchten mit großen bunten Schwanzflossen sind auf jeden Fall auch Kampffische, weil die männlichen Kampffische diese Züchtungen als Konkurrenz ansehen und eben extrem heftig bekämpfen. Und auch untereinander, da werde ich gleich noch einen kleinen Einspieler machen, weil ich das Problem selbst in den letzten Wochen bei mir beobachtet habe, sind eben nicht alle Guppy-Arten perfekt miteinander verträglich. Also ich hatte da tatsächlich ein Problem in meinen Weibchen-WGs, dass die etwas kleineren, scheueren und vom Temperament her anders gelagerten Entlerweibchen letztendlich Mobbing-Opfer geworden sind von den größeren Guppy-Hochzuchtweibchen und dadurch erkrankt sind einige meiner Tiere. Da werde ich also gleich nochmal einen Einspieler machen, wie ich dieses Problem angegangen bin und ich hoffe gelöst habe. Also auch das war ein stressbedingter Krankheitsausbruch in meinen eigenen Becken. Und ja, so lernt man halt immer noch weiter dazu und weiß dann gut, also diesen Punkt, den muss ich in Zukunft auch noch beachten, damit meine Tiere glücklich sind und ein langes Leben führen. Jetzt habe ich ja recht viel über die diversen Krankheiten und Parasiten erzählt, die Guppies befallen können. Aber einen wichtigen Punkt wollte ich auch nochmal erwähnen, der dazu führt, dass Guppies an diesen Krankheiten und Parasiten unnötigerweise zu früh, zu jung versterben. Und das ist eben das Verständnis, dass man hier erfolgreich ein super toll funktionierendes Ökosystem im Aquarium aufgebaut hat und dass das quasi Natur pur ist und dass die Natur schon alles von alleine in Ordnung bringt, wenn man der Sache nur genug Zeit gibt. Also das endet natürlich fatal für schwer erkrankte oder schwer mit Parasiten befallene Tiere. Also Vorbeugung funktioniert natürlich, das ist gar keine Frage und ich betreibe das ja auch in meinen Aquarien. Ich bepflanze die gut, ich schaue, dass die Tiere genug Sauerstoff bekommen. Ich gebe Laub rein, das spezielle vorbeugende, heilende Eigenschaften hat. Ich habe auch schon experimentiert mit Zimt, mit Erlenzäpfchen, mit dem Üblichen, was man eben so aus der Natur holen oder einkaufen kann und ins Aquarium reingeben kann, was eben leicht antibakteriell, antiviral wirkt gegen Pilze und so weiter. Oder auch Knoblauch ins Futter. Da gibt es ja zig Ideen, also Naturheilmethoden, sage ich mal. Und die haben ja auch eine gewisse vorbeugende Wirkung und funktionieren gut. Also ich hatte zum Beispiel in den vielen Jahren, ich glaube 8 sind es mittlerweile, die ich Aquaristik betreibe, in vielen verschiedenen Becken, mit vielen verschiedenen Tierarten noch nie einen Ausbruch der Weißpünktchenkrankheit, was also auch eine klassische Stresserkrankung bei Fischen ist. Und das führe ich auch darauf zurück, dass ich eben diese Naturheilmethoden alle anwende. Also vergleichbar damit ungefähr so, wie wenn ich oder jemand meiner Familie krank wird, dann versuchen wir es eben auch erstmal mit Kräutertees und Bettruhe wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn das aber nichts bringt, keinen Heilungserfolg hat, diese ganzen, sage ich mal, natürlichen Methoden, dann sollte man meiner Meinung nach nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja gut, die Natur wird es schon regeln, weil so ein Becken, egal wie toll das bewachsen ist und wie gut das vermeintliche geschlossene Ökosystem darin funktioniert, ist ja letztendlich keine Natur und ist kein funktionierendes Ökosystem. Es ist immer noch ein sehr kleiner Glaskasten, in dem man sehr viele Lebewesen auf vergleichsweise, wenn man es jetzt mal mit der Natur vergleicht, engstem Raum zusammenpfercht und im besten Fall imitiert man die Natur. Man imitiert Regen und Stürme und Verdunstung durch Wasserwechsel. Man imitiert die gesunde natürliche Ernährung der Fische durch spezielle Futtersorten und so weiter. Aber wie gesagt, das ist keine Natur und es ist kein geschlossenes, funktionierendes Ökosystem. Und von daher halte ich im Krankheitsfall und im Fall von schwerem Befall mit Parasiten auch Eingriffe für nötig, auch medikamentöse Eingriffe für nötig. Und höre aber auch immer wieder, nee, so eine Chemie kommt mir nicht ins Aquarium, das macht mir ja alles kaputt, alle Filterbakterien und so weiter.
das ganze Gleichgewicht geht hinüber. Gut, also wenn man davor so große Angst hat, ich bin persönlich nicht davon überzeugt, dass das jetzt unbedingt in jedem Fall passiert, aber dann kann man ja zumindest die Tiere in einem separaten Quarantäneaquarium behandeln. Ja, und wenn mal die Behandlung des gesamten Beckens gegen was auch immer nötig sein sollte, dann kann ich euch beruhigen. Also ich habe das noch nie geschafft, mir hier meine Filterbakterien, meine nützlichen Bakterien im gesamten Becken umzubringen oder irgendwelche anderen schlimmen Dinge auszulösen, sofern man sich genau überlegt, welche Medikamente benutze ich, haben die Nebenwirkungen auf irgendwelche Tiere, die im Aquarium leben, und wie dosiere ich die korrekt, wie berechne ich mein Wasservolumen korrekt und so weiter. Also das sollte man natürlich schon tun, aber dann, finde ich, ist es fatal, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu warten, dass das von alleine sich regelt für so kleine Tiere wie Guppies mit den eben erwähnten entsprechend schweren Befällen, die sie ja leider nun mal heutzutage teilweise mit im Gepäck haben können. Ja, also keine Scheu vor der Anwendung von Medikamenten, würde ich mal sagen. Wer möchte, dass seine Guppies ein langes und gesundes Leben führen? Und auch vor allem keine Scheu vor antiparasitären Behandlungen. Das ist ja nun mal ein besonders komplexes und schwieriges Thema, aber gerade damit sollte man sich als Guppy-Freund auseinandersetzen, weil es eben so wichtiges Thema ist und so fatale Folgen für die Fische hat. In meinem alten 54 Liter Becken kann man das zurzeit sehr schön sehen. Das ist zwar kein klassisches Quarantäne-Aquarium, weil das ein voll eingerichtetes und bepflanztes Aquarium ist, in dem Schnecken und Garnelen leben, aber ich habe das dafür mal zweckentfremdet. Da ich nur Medikamente im Haus habe, die Schnecken und Garnelen verträglich sind, ist das also nicht so schlimm, wenn ich hier drin auch mal ein paar kranke Fische behandle. Die sind jetzt nicht alle krank, die herumschwimmen. Das ist eine Mischung aus Weibchen, die ich aus meinen 3 anderen Weibchenbecken herausgeholt habe, weil sie sehr alt sind, weil sie sehr krumm sind, oder was heißt sehr krumm? Ich habe hier ein sehr krummes Weibchen und einige mit ganz leicht krummem Rückgrat, oder weil sie einfach sich in der großen Gruppe, in der großen Weibchengruppe nicht so ganz hundertprozentig wohlgefühlt haben, ein bisschen gemobbt wurden, ein bisschen Flossen geklemmt haben, und die führen hier also in diesem Becken jetzt ein, wie man sieht, sehr entspanntes und ruhiges Leben in einer kleineren Gruppenstärke. Ja, und ich habe hier aber auch mindestens 3, würde ich sagen, Entlerguppy-Weibchen, die also richtige Krankheitsanzeichen zeigen. Und zwar starkes Flossenklemmen und ein weißlich-grauer Belag auf den Schuppen. Ich vermute, dass das eine leichte Inzuchtdepression ist, weil ich meine Stack-Entler aus ursprünglich mal 4 Weibchen und 4 Männchen gezüchtet habe und auch nicht ganz klar war, hatte ich auch vergessen nachzufragen, ob das Geschwister waren, als ich die gekauft habe. Und deswegen ist das im Alter bei den Stack-Entlern, nicht bei allen Tieren, aber bei einigen öfter mal so, dass sie ja eine Immunschwäche zeigen. Und ja, diese Tiere hole ich dann eben raus aus meinen Becken, in denen nur muntere, gesunde und fröhliche Fische rumschwimmen, und setze die extra um. Ihn mit einer Breitbandgabe Medikamenten, einer einmaligen, erst einmal ein bisschen den Befallsdruck zu reduzieren, was auch immer das ist, ob das jetzt was Bakterielles oder was Parasitäres ist. Diese Breitbandmittel mit Malachitgrün Oxalat, die decken eigentlich ein sehr breites Spektrum ab von Dingen, die eben immungeschwächten Tieren mal zu viel werden können. Ja, und das mache ich dann, wie gesagt, einmalig, und da müssen dann eben die alten, die krummen, die ja sonst noch so im Becken sind, einmal mit durch die Behandlung. Aber solange das Mittel also nur Malachitgrün Oxalat enthält und nicht noch irgendwelche anderen etwas zweifelhaften Dinge,
ist das für alle, wie gesagt, sehr gut verträglich. Auch die Schnecken und die Garnelen machen das wunderbar mit. Da hatte ich also noch nie Ausfälle unter der Behandlung. Ja, und wie gesagt, das dient so ein bisschen dazu, den Befallsdruck von was auch immer das jetzt ist, einmal zu senken. Und danach werden die Fische hier ganz normal mit den anderen Fischen weitergepflegt. Mit regelmäßigen Wasserwechseln, mit Unterstützung durch entsprechendes Laub, Walnusslaub, Eichenlaub. Sieht man jetzt nicht, aber das befindet sich alles hier hinter diesem Wall von Sagittaria. Ja, und damit vermeide ich also auch, dass in meinen großen bepflanzten Becken, wisst ihr ja, bei mir ist alles sehr dicht bepflanzt und sehr gut besetzt, mir so ein altersbedingt, immunschwächebedingt erkrankter Fisch wegstirbt, ohne dass ich das merke und dann von den Schnecken und Garnelen im Becken zerlegt wird. Die machen das ja sehr gut und gründlich, aber dabei kann das eben passieren, dass Parasiten und Krankheitserreger in einer Zahl freigesetzt werden, die ich jetzt nicht unbedingt in meinen Gesellschaftsbecken haben möchte. Ich meine, dass die immer da sind, ist ja klar. Also da braucht man ja nicht so zu denken, ich rotte jetzt einmal alle Krankheitskeime und alle Parasiten aus und dann ist gut im Aquarium. Das funktioniert nicht und das wäre auch nicht gut. Ein gewisser Druck muss ja immer da sein, damit die Fische ein starkes Immunsystem entwickeln können. Das ist ja auch nicht anders als bei uns. Nur eben auf einmal zu viel von etwas, wenn jetzt zum Beispiel, sage ich mal, 1, 2 Fische versterben, ohne dass ich das mitbekomme und die rechtzeitig rausholen kann, ist eben auch nicht gut. Das könnte dann schon die anderen Fische gefährden. Ja, also wie gesagt, keine Scheu vor Medikamenten. Wichtig ist noch, da muss ich gar nichts extra reinhängen, dass die Sauerstoffversorgung stimmt unter so einer Behandlung. Da habe ich in diesem Becken hier im hinteren Bereich einen Schwammfilter mit eingebautem Sprudelstein. Da mache ich mir also keine Sorgen, dass es Sauerstoffknappheit geben könnte unter der Behandlung. Der sorgt dafür, dass das nicht passiert. Wenn man das nicht hat, dann sollte man drüber nachdenken, für die Dauer einer solchen Behandlung Sprudelstein ins Becken zu hängen oder einen weiteren Filter, der für ordentlich Wasserbewegung an der Oberfläche sorgt. Das würde auch schon helfen. Also so sieht es jetzt in dem Aquarium, das ich mit Malachitgrün behandelt habe, eine Woche später aus. Ich habe Wasserwechsel gemacht, habe einige Fische, die also Symptome gezeigt haben, nochmal extra in ein kurzzeitiges Salzbad gesetzt und dann wieder zurück ins Aquarium. Und habe das Aquarium selbst auch nochmal leicht aufgesalzen mit 1 Gramm pro Liter. Das ist also eine Dosierung, die wirkt unterstützend. Und das ist auch das, was die Schnecken und die Garnelen, die hier zahlreich noch mit drin leben, auch gut verkraften. Aber höher würde ich da also nicht gehen, wenn es noch andere Mitbewohner außer Guppies gibt im Becken. Guppies vertragen Salzbäder oder auch Salzzugaben zum Aquariumwasser sehr gut. Die kommen ja teilweise in der Natur sogar aus Brackwasserhabitaten. Und generell haben die auch nichts dagegen, wenn der Leitwert steigt. Aber bei Schnecken und Garnelen muss man eben ein bisschen vorsichtig sein. Das sind jetzt nicht so die klassischen Kandidaten, die sich über hohe Salzkonzentrationen im Wasser freuen. Ja, dann habe ich des Weiteren noch einen kleinen Innenfilter hier leer reingehängt, also ohne Filtermaterial. Einfach nur, um ganz sicher zu sein, dass doch alle Fische sehr gut mit Sauerstoff versorgt sind, während sie behandelt werden. Das kann man jetzt, hoffe ich, mal hier an der Bewegung der Wasseroberfläche sehen, dass das also zusätzlich was bringt für die Sauerstoffversorgung. Ja, und ich finde, wie man sehen kann, auch wenn das jetzt hier natürlich altersschwache, krumme, aussortierte Guppiweibchen sind, die bestimmt nie wieder in Top-Konditionen dastehen werden, hat ihnen die Behandlung also nicht geschadet, sondern ziemlich gut getan.
Gut, jetzt sind sie gerade ein ganz klein wenig eingeschüchtert, weil ich hier mit meiner Kamera sitze. Aber die sind also alle wieder ganz fröhlich im Freiwasser unterwegs, schwimmen schön gegen die Strömung an und erfreuen sich ihres Lebens. Ja, von daher finde ich, ist es nie verkehrt, seine Fische sorgfältig zu behandeln. Und ja, zum weiteren Vorgehen. Ich werde hier jetzt mit den nächsten Wasserwechseln die Salzkonzentration wieder langsam ausschleichen. Also sofern man dem Wechselwasser kein neues Salz zugibt, ist das dann ja irgendwann raus aus dem Aquarium. Und ansonsten weiter beobachten, wie sich die Fische so machen. Ja, ich habe jetzt auch noch eine weitere Maßnahme ergriffen, weil meine Entlerweibchen ja nicht bei bester Gesundheit waren und habe in meinen 3 Wohnzimmerbecken, in denen ich also Guppiweibchen und Entlerweibchen halte, nochmal Fische hin und her sortiert. Und zwar so, dass die Entler jetzt ein eigenes Becken haben und die Guppi-Hochzuchtweibchen 2 weitere, weil ich ein bisschen den Verdacht habe, dass die Entlerweibchen den Guppi-Hochzuchten unterlegen sind und auch vom Temperament her sich etwas anders verhalten und ich sag mal mit diesem etwas rüpelhafteren, lebhafteren Verhalten der Guppi-Weibchen nicht so gut klargekommen sind und vielleicht auch deswegen anfällig gewesen sind für Stresserkrankungen. Und das bestätigt sich jetzt auch. Also seit die Entlerweibchen in einem Becken zusammensitzen, ist das viel friedlicher. Also das ist ein richtig ruhiges, harmonisches Becken jetzt vom Besatz her. Und bei den Hochzucht-Guppi-Mädels, da geht weiterhin die Party ab und es gibt auch mal Verfolgungsjagden und kleine Beißereien. Und das ist natürlich nichts, womit die etwas schüchterner veranlagten Entlerweibchen gut klargekommen sind. Ich kann das ja euch auch noch mal zeigen. Ja, also wie bereits erwähnt, haben meine Entlerweibchen jetzt hier ihr eigenes Becken und ich denke, das kann man auch schon sehen, dass die also, wenn sie unter sich sind, ganz anders dastehen als die normalen Guppis, sage ich mal. Das sind doch sehr ruhige Fische, die auch sehr eng im Schwarm miteinander verbunden sind und einfach auch ein bisschen vorsichtiger. Also wenn man da versucht, eine rauszufangen, dann sind die ruckzuck alle weg und sitzen im Unterholz und keine ist mehr zu sehen, während die Hochzuchtweibchen vor lauter Neugier freiwillig ins Netz schwimmen. Ja, da sieht man mal, dass also Vorbeugung doch die beste Medizin ist. Ich denke, ich habe jetzt für diese Tiere hier den Stress, den sie hatten, doch deutlich reduziert und habe jetzt auch schon seit einer guten Woche hier kein Tier mehr mit einem weißlichen Belag gesehen oder mit irgendwie auffälligem Flossenklemmen oder sonstigen seltsamen Verhalten. Und ich denke mal, das betreibe ich jetzt weiterhin so. Ja, mal zum Vergleich hier nebenan meine Mädels. Gut, die sind jetzt gerade auch relativ entspannt, weil es gerade Futter gegeben hat. Und noch eins weiter, da sind jetzt auch fast nur noch jüngere Hochzuchtweibchen drin. Also da kann man schon sehen, dass das ein bisschen anderes Verhalten ist, als die Entlerweibchen zeigen. Bisschen, ich sag mal, weniger Schwarm, weniger Teamarbeit, mehr Individualismus und ja, gerade bei der Fütterung, also bei der Fütterung flippen die Hochzucht-Guppiweibchen komplett aus, dann ist nur noch Hauen und Stechen angesagt, während die Entlerweibchen auch das in relativ harmonischer Eintracht über die Bühne bringen. Aber hübsch sind sie natürlich, ne? Hübsch sind sie schon. Wenn auch ein bisschen anstrengend. Also ein ebenfalls sehr wichtiger Grund, warum Fische zu früh versterben, oder Guppis speziell, ist, dass ihr sie zu wenig füttert.
Das findet man in Aquarianerkreisen eigentlich sehr häufig, dass Fische zu viel gefüttert werden und es deswegen Probleme im Aquarium gibt mit zu viel Mulm, zu viele Algenausbrüchen und so weiter. Das ist natürlich alles bedingt durch Stickstoff und Phosphat, das reichlich vor allem durch Flockenfutter ins Aquarium eingebracht wird. Und es ist ein durchaus total wichtiger Hinweis, gerade Anfänger zu sagen, füttert verhalten, füttert selten, dann habt ihr auch ein schönes Aquarium. Aber Guppies als Lebendgebärende sind etwas spezieller veranlagt, was das angeht, und brauchen einfach grundsätzlich häufiger gehaltvolle Futtergaben als andere Fische. Das ist erst einmal bedingt durch das Temperament der Fische. Also es sind erst sehr kleine Fische, die den ganzen Tag aktiv sind. Also wenn man in ein Guppy-Aquarium reinschaut, und es ist jetzt mal unerheblich, ob es gemischtgeschlechtliche Haltung ist oder eine Männchengruppe oder eine Weibchengruppe, da ist immer ordentlich was los. Also es wird den ganzen Tag rumgeschwommen und sich gegenseitig gejagt und auf Futtersuche alles durchforstet und so weiter. Das sind keine Fische, die ruhig in irgendeiner Ecke stehen und nur zur Fütterung munter werden, sondern eben wahnsinnig aktive Tiere, und deswegen verbrauchen und verbrennen sie auch sehr viel Energie. Also ich füttere meine Guppies tatsächlich zweimal täglich, morgens und abends. Ich werfe jetzt keine Unmengen Futter in das Becken, sondern so viel, wie die Tiere in, also ich sag mal, unter einer Minute wegfuttern, aber eben mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und natürlich sollte man jetzt auch nicht einfach nur immer Flockenfutter reinwerfen, weil letztendlich die Fische nur mit Flockenfutter zu ernähren, das ist so, wie wenn Menschen sich nur von Nudeln mit Soße ernähren, jeden Tag. Das ist einfach einseitige Ernährung. Und das sollte durchaus auch ergänzt werden durch hochwertigere Futtermittel. Gerade für die Weibchen ist das sehr, sehr wichtig, mit hochwertigen Proteinen versorgt zu werden. Denn das wäre mein zweiter Punkt, den ich zu bedenken gebe. Guppiweibchen, sofern sie gemischtgeschlechtlich gehalten werden, sind dauerhaft entweder trächtig oder haben gerade Junge bekommen. Und beides ist ein kräftezehrender Prozess für den Körper und erfordert, dass entsprechend viel Energie wieder zugeführt wird, um das Ganze zu kompensieren. Also leider lese und höre ich ganz oft, ja, ich habe mir wunderschöne Guppiweibchen zugelegt und die haben einmal Junge geworfen und danach sind sie alle gestorben. Ich verstehe gar nicht warum. Das ist recht leicht zu erklären, das ist Entkräftung. Also dann ist es einfach so, dass die Weibchen nicht genug gehaltvolle Fütterung bekommen haben und auch regelmäßig genug gefüttert worden sind, um diese kräftezehrenden Schwangerschaften und Geburten gut wegzustecken. Also so ein Guppiweibchen, das eben mitten im Leben steht, so wie meine blonden Ladies hier hinter mir, das darf durchaus ein kleines Wohlstandsbäuchlein haben und vor der Geburt auch richtig brummig aussehen und nach der Geburt, wenn es dann für ein paar Tage, sage ich mal, schon fast eingefallen aussieht, wenn es die vielen Babys losgeworden ist, dann sollte es auch schnell wieder sein kleines Wohlstandsbäuchlein sich zurückholen. Und das geht eben nur bei angemessener Fütterung. Also was auf jeden Fall sehr zu empfehlen ist, ist gefriergetrocknete Futterinsekten, also Daphnia Wasserflöhe oder Artemia, die bekannten Salinenkrebschen oder was man eben so erwerben kann. Das sind sehr proteinreiche Nahrungsmittel, die also von Guppies wahnsinnig gern genommen werden. Ich habe zum Beispiel Daphnia in meiner täglichen Futtermischung immer drin. Und was auch gerne genommen wird, sind Futtertabletten für zum Beispiel Panzerwälse. Die sind auch sehr reichhaltig und eine gute Ergänzung zum normalen Guppifutter, sage ich mal. Und einfach abwechslungsreich
füttern und vor allem regelmäßig füttern. Also ich würde jetzt auch davon abraten, den allseits empfohlenen einen Fastentag in der Woche mit Guppies durchzuziehen. Das ist also praktisch nicht machbar, schon gar nicht, wenn man permanent Guppy-Babys in den Becken bei den Müttern rumschwimmen hat. Die Guppy-Babys sollte man auf keinen Fall einen Tag fasten lassen. Das hätte fatale Folgen für ihre Entwicklung. Aber wie gesagt, für die Mütter speziell ist es auch keine gute Idee. So, also wo wir jetzt gerade schon von der Guppyzucht und den Bedürfnissen von Guppy-Weibchen hatten, kommen wir jetzt auch zu meinem letzten Punkt auf der langen Liste, wieso Guppies nicht mehr so robust und krankheitsunanfällig sind, wie sie früher mal waren. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, und zwar die genetische Schwäche durch falsche Zuchtbedingungen. Also, und das betrifft tatsächlich sowohl Menschen, die Guppies privat züchten, so wie ich, als auch die kommerziellen Asienzuchten auf unterschiedliche Art und Weise. Aber beide haben so ihre Probleme. Die Guppy-Züchtungen langfristig gesehen, ich sag mal, widerstandsfähig, robust und langlebig zu erhalten. In den Asienzuchten ist es vor allem so, dass für die Kundschaft natürlich der hauptsächliche oder ich möchte fast sagen ausschließliche Fokus bei der Guppyzucht auf dem Aussehen und der vermeintlichen Schönheit und dem Hervorbringen jedes Jahr von irgendwelchen tollen, spektakulären Neuzüchtungen liegt. Und die Langlebigkeit und Gesundheit und Robustheit also komplett zweitrangig behandelt wird. Und das hat natürlich Auswirkungen, das ist ganz klar. Und in den Massenzuchten ist es natürlich so, dass da von den ganzen Voraussetzungen her bedingt schon keine großartige Selektion in der Zucht stattfinden kann. Also in diesen großen Wannen, in denen die Lebendgebärden tatsächlich in Asien gezüchtet werden, schwimmen so viele Fische auf einmal. Da kann man jetzt nicht hingehen und so wie ich ganz genau hingucken und penibel alle Tiere vor der Zucht aussortieren, die nicht unbedingt gesund oder sind oder eben körperlich zu 100% fit, sondern diese Selektion, die erfolgt dann quasi erst vor dem Verkauf. Also wenn das dann schon viel zu spät ist. So. Jetzt hat mein Mann mich gerade unterbrochen, weil er plötzlich anfing, in die Wand reinzubohren im Nebenzimmer und ich ihm dann noch kurz helfen musste. Aber da bin ich wieder und ich hoffe, ich kann meinen Faden wieder aufnehmen. Also genau, genetische Schwäche durch falsche Zucht und Inzucht, da waren wir gerade. Genau, und das Problem ist dann eben, die vermeintlich gesund aussehenden hübschen Fische, die man zu kaufen bekommt, die sind halt genetisch gesehen trotzdem schon geschwächt durch die vorher schon stattgefundene Inzucht und falsche Zucht, also mangelnde Selektionszucht letztendlich. Und wenn die dann eben die zweite und die dritte Generation zu Hause werfen, dann zeigen sich erst die genetischen Defizite und Schwächen, indem eben besonders viele missgestaltete Fische mit verkrümmten Rückgrädern auf die Welt kommen oder die Fische zu früh sterben, weil sie vom Immunsystem her anfällig sind. Das können eben auch alles genetisch bedingte, erblich bedingte Defekte sein. Und genau so verhält es sich im Prinzip auch bei der privaten Zucht im heimischen Aquarium, die ich ja eigentlich für den Erwerb von Fischen durchaus schon oft empfohlen habe und bevorzuge. Aber wenn man sich jetzt, sage ich mal, Guppies, so wie ich das hier mache, in Schwarmzucht selbst heranzieht und die dann vielleicht auch inseriert und verkauft, dann braucht man trotzdem mindestens 3 Becken und nicht nur eines. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, von Privatguppies kaufen würde, da wäre ich sehr vorsichtig, wenn dieser Mensch nur ein Aquarium besitzen würde, in dem er Guppies züchtet, weil dann eben die Möglichkeit fehlt, aus dieser Schwarmzucht die schwächeren, die anfälligeren, die verkrümmten Fische auszusortieren und in
von Männlein und Weiblein voneinander getrennt, sozusagen in 2 weiteren Becken unterzubringen, damit diese Tiere also gesichert eben keinen Nachwuchs mehr zeugen und zur Welt bringen können, um eben genetische Schwächen nicht weiter zu vererben an den Nachwuchs. Es gibt natürlich auch andere Lösungen als die, die ich hier betreibe mit mehreren Becken und Männchen- und Weibchen-WGs. Also es gibt durchaus auch Menschen, die haben dann ein größeres Becken stehen mit größeren Raubfischen, an die sie die schwächlichen und genetisch, sage ich mal, anfälligeren Tiere verfüttern. Das ist jetzt nicht meine Methode. Da hätte ich doch schon irgendwie Probleme damit. Aber immer noch besser, als eben einfach nur ein Becken zu haben mit ganz vielen verschiedenen Guppies darin, die im Laufe der Zeit mit jeder Generation eben immer schwächer und krankheitsanfälliger werden und eine geringere Lebenserwartung haben, weil die ganzen Erbfehler, genetischen Defekte, Deformitäten, Immunschwächen und so weiter immer weiter vererbt werden von den Tieren, die eigentlich nicht zur Zucht verwendet werden sollten. Ja, das finde ich, also sollte man durchaus mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein betrachten, wenn man denn Guppies selbst züchten möchte und auch verkaufen, was ja durchaus aus besagten Gründen eine tolle Sache ist und ich sehr unterstütze. Also Guppies aus einheimischer Zucht sind immer vorzuziehen. Aber man sollte eben auch, ich sage mal so, selektieren können. Egal auf welche Art und Weise man das jetzt letztendlich tut. Aber nur weil man das krumme Guppi-Weibchen oder das Männchen mit der viel zu großen, sich selbst behindernden Schwanzflosse lieb hat, ist das kein Grund, ihm auch zu gestatten, sich weiter zu vermehren und diese zweifelhaften Eigenschaften eben weiterzugeben. Ja, das war mein 5. und letzter Punkt. Und ja, das war, wie gesagt, ein etwas ernsteres Thema mal auf diesem Kanal. Aber das muss, finde ich, auch mal sein. Weil das wie in allen Bereichen der Haustierhaltung und Zucht eben ein großes Thema ist, was man nicht aus den Augen verlieren sollte, wenn man dauerhaft glückliche und gesunde Haustiere halten möchte. Ja, so, da ich das also für ein wirklich sehr wichtiges Thema halte und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, mein Herz sehr an Guppies hängt, nicht nur an meinen eigenen, sondern auch an allen anderen, möchte ich dieses wichtige Video also nochmal zusammenfassen, damit man sich eventuell selbst nochmal ein paar Gedanken darüber machen kann und auch mit mir diskutieren kann, ob ich vielleicht noch irgendwelche wichtigen zentralen Punkte übersehen oder vergessen habe, die auch noch erwähnenswert sind, was die Gesunderhaltung und Langlebigkeit von Guppies angeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, schreibt mir E-Mails, ich freue mich da immer drüber, über den regen Austausch mit euch. So, also meine Hauptgründe, weshalb Guppies in heimischen Aquarien nicht lange durchhalten, zu früh versterben und elendig zugrunde gehen, sind erstens parasitärer Befall, und zwar speziell Befall mit inneren Parasiten wie Fräskopfwürmern, Haarwürmern, Nematoden. Ein sehr unterschätzter, aber wichtiger Punkt. Zweitens bakterielle Unverträglichkeiten beim Umsetzen zwischen verschiedenen Becken beziehungsweise beim Erwerb der Fische aus zu vielen unterschiedlichen Quellen. Drittens Krankheiten, sowohl parasitärer als auch bakterieller oder sonstiger Art, die durch Stress ausgelöst werden. Viertens die Fütterung der Guppies, also man folgt sozusagen Empfehlungen, seinen Fischen möglichst wenig Futter zu geben, damit das Becken schön und stabil bleibt, tut den Guppies damit aber leider keinen Gefallen. Und fünftens
Genetische Faktoren, also zuchtbedingte Faktoren, durch die die Fische an sich schon erblich bedingt anfällig sind, schwaches Immunsystem haben, zu Verkrüppelungen neigen und so weiter. Ja, das wären so für mich aus meiner jahrelangen Erfahrung mit diesen Fischen her betrachtet die wichtigsten und zentralsten Punkte, die man sich bewusst machen sollte, über die man nachdenken sollte und die man also nicht aus den Augen verlieren sollte. Und wenn man sich diese bewusst macht, dann hilft das vielleicht auch dabei, nach einem ersten Rückschlag, den man eventuell mit seinen Guppies erlebt hat, nicht gleich aufzugeben, sondern zu sagen, okay, dafür gibt es Gründe, dass das jetzt passiert ist, dass mir jetzt diese Fische verstorben sind oder immer wieder krank werden, das gibt es ja auch. Und was kann ich denn dagegen unternehmen? Und da gibt es also schon Möglichkeiten und ja, die können wir ja, wie gesagt, auch in den Kommentaren weiter besprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch und euren Guppies viel Gesundheit und Freude aneinander. Macht's gut!